Jo Leute, was geht? Ich bin's, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und so werden wir heute um 3 Uhr nachts, weil ihr es so sehr wolltet, die Frontmann-Nummer aus Squid Game anrufen und anschreiben. Mal gucken, ob wir Antworten bekommen. Ich werde nämlich auf jeden Fall fragen, ob ich irgendwie nicht mitmachen kann, denn ich habe nicht zugestimmt, Leute. Und ihr meintet alle, Becky, probier es einfach mal aus. Vielleicht ist das eine Chance, vielleicht ist das eine Möglichkeit, und die ist bestimmt nicht ohne Grund da drin gewesen in der Yang Hee-Puppe, Leute. Die habe ich nämlich aufgeschnitten beim letzten Mal. Da waren so viele andere merkwürdige Sachen drin. Eine Kamera, ein Bild von ihrem Freund und ganz, ganz viele gruselige andere Dinge. Aber unter anderem auch die Nummer vom Frontmann, die auf einer Squid Game Einladung war. Die habe ich nämlich eingegeben und eingespeichert in mein Handy. Dann habe ich auf WhatsApp geschaut, ob mir irgendwie ein Bild angezeigt wird. Und tatsächlich war da ein Bild. Deswegen weiß ich, dass es seine Nummer ist. Übrigens, mir ist was eingefallen. Lasst unbedingt Daumen nach oben da, Leute. Wenn ich, falls das jetzt hier nicht klappt, ja, falls das irgendwie schief gehen sollte, wenn ich irgendwie nach einer Nummer von dem Spieler suchen soll, bei 12.000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid. Dann schaue ich mal. Aber das wäre vielleicht auch noch eine Option. Vielleicht gibt es ja eine Nummer auch von dem Spieler. Wenn es von denen eine Nummer gab, dann mit Sicherheit auch von jemandem, der Squid Game gespielt hat. Jedenfalls werde ich jetzt erst einmal anrufen. Wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, verpasst ihr niemals ein neues Video hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich um Punkt 3 Uhr wieder. Und dann hoffentlich geht der Frontmann ran. Das letzte Mal hatte es ja auch geklappt, den Wächter anzurufen. Deswegen vielleicht klappt es auch, wenn wir den Frontmann anrufen. Deswegen, ich probiere das erstmal aus, bevor ich ihn über WhatsApp anschreibe. Okay. Es klingelt. Leute, es klingelt. Hallo? Jemand ist rangegangen. Leute, die Melodie kommt mir bekannt vor. Woher ist die? Hallo? Bin ich in der Warteschleife oder was ist das? Leute, warte. Nein. Warte. Oh mein Gott. Nein. Leute. Ich habe Angst. Hallo? Aufgelegt. Also Leute, die Melodie kam mir irgendwie bekannt vor. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Leute. Ich glaube, mit einem Anruf kommen wir jetzt nicht weiter. Ich werde jetzt über eine andere Nummer ihn anschreiben. Dann werden wir mal vielleicht das so versuchen. Vielleicht kriegen wir da eine Antwort. Weil so hat das jetzt nicht funktioniert. Ich glaube, ich war in der Warteschleife oder so. Keine Ahnung. Der hat mich on hold gesetzt. Aber jemand war dran. Es hat geklingelt. Und jemand hat ja dann auch aufgelegt. Vielleicht war er auch einfach nicht erreichbar. Keine Ahnung. Vielleicht läuft diese Melodie, wenn man diese Nummer anruft. Auf jeden Fall, ja. Seht ihr das Bild vom Frontmann? Das ist sein Gesicht. Und das habe ich gesehen, als ich die Nummer eingespeichert habe. Ich frage aber lieber nochmal nach, weil gerade eben ging ja keiner ran. Nicht, dass das irgendwie eine Scherznummer ist oder so. Hallo, ist das die Nummer vom Frontmann? Sicher ist sicher, Leute. Ein Haken. 2 Haken. Es wurde zugestellt. Online. Leute, er ist online gegangen. Vielleicht funktioniert das ja. Vielleicht kriegen wir hierüber Antwort. Er schreibt. Warum ging er nicht ans Telefon? Warum wollte er nicht reden? Warum geht schreiben? Ja, siehst du das nicht? Doch, aber ich wollte nur noch mal fragen. Ja, aber ich wollte mich nur noch mal versichern, dass du das bist. Dass du das wirklich bist. So klingt es besser. Kann ja nämlich auch nur eine... Er ist weggegangen. Random Nummer sein. Der ist offline gegangen, Leute. Das Online ist... Doch, er ist wieder online. Was sagt er? Ich bin nervös. Vielleicht kann er uns da wirklich irgendwie rausboxen, weil ich habe nirgendwo zugestimmt. Ich habe nichts gesagt am Telefon. Nicht mein Geburtsdatum, nicht meinen Namen, nichts davon. Du hast sie also gefunden. Das klingt jetzt so, als wollte er angerufen werden. Aber warum ist er vorhin nicht rangegangen? Hä? Leute, was ist das? Hast du sie also in die Puppe gelegt, habe ich jetzt geschrieben? Muss ja. Also war die Puppe vom Frontmann eigentlich? Das muss ja so gewesen sein. Dann schaffe ich das doch niemals, ihn davon zu überzeugen. Dann steckt er dahinter und will das nicht unbedingt mit. Aber vielleicht weiß er ja nicht Bescheid. Seht ihr, Leute? Ja, und mein Wächter sollte sie dir überreichen. Das war vom Frontmann. Nicht vom Wächter, sondern vom Frontmann. Aber er steckt ja auch hinter allem. Deswegen mich wundert es irgendwie auch nicht. Aber ich frage nochmal, hast du dann also auch die 100 € reingelegt?
Weil ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich kann die doch nicht jetzt einfach so ausgeben. Ich habe eher Angst davor, Leute. Nicht, dass ich dann dadurch im Spiel bin. Erst recht. Ja, magst du etwa kein Geld? Was ist das für eine Frage? Also ich glaube, niemand würde Nein sagen eigentlich, ne? Und direkt damit shoppen gehen. Aber ich habe Angst davor, Mann. Nicht vom Frontmann, Mann. Als ob er mir einfach so Geld schenkt, Leute. Nein. Wenn ihr Squid Game geguckt habt, wisst ihr das auch. Die kriegen nicht einfach so Geld. Nein. Also, ich glaube, niemand würde Nein dazu sagen. Aber, ein fettes Aber, ihr macht gruselige Spiele dafür. Also, ist ja so. Leute, nein. Ich will das Geld nicht, ihr könnt es gerne wieder mitnehmen. Hauptsache, er lässt mich dann in Ruhe und will nicht mit mir spielen. Nein, danke. Du hast mein Geld, also wirst du spielen. Ich will's doch gar nicht! Nimm es zurück! Jubelt der mir jetzt einfach unter und sagt dann einfach, ich will spielen? Nur weil ich die Puppe geöffnet habe, oder was? Hallo? Ich habe nirgendwo zugestimmt. Das geht doch gar nicht. Das macht man nicht. Das ist unverschämt! Zuerst muss man ja seinen Namen und Geburtsdatum nennen. Hab ich nicht. Dann muss man was unterschreiben. Warum ist das Licht ausgegangen? Gruselig. Und das hab ich auch nicht. Also Leute, weder das eine noch das andere habe ich gemacht. Man muss eigentlich in dem Spiel noch was unterschreiben. Die unterschreiben alle was. Und ich habe nichts unterschrieben. Und ich habe halt... Nein? Was? Nein. Der schreibt einfach nur Nein. Alter, ich schreibe, ich begründe und er sagt einfach nur Nein. Kommt da noch was? Der Frontmann macht mir noch mehr Angst als der Wächter, Leute. Weil, ich meine, ihr steht da ganz oben an der Spitze, ne? Wenn der was sagt, dann ist das wahrscheinlich so. Ich habe doch nur die 3. Folge von der neuen Staffel geguckt von Squid Game 2. Wieso? Nein. Jetzt ist er offline gegangen. Ey, ist das ein Scherz jetzt oder was? Doch, er ist wieder online. Dankeschön. Er schreibt auch was. Dankeschön. Vielleicht, ich weiß nicht, muss ich nett sein? Ich darf nicht irgendwie so frech sein, Leute. Ich habe die Spielregeln geändert. Seit wann? Mein Wächter wird dich herausfordern. Leute, der Frontmann will unbedingt, dass ich spiele. Einige von euch meinten auch so. Becky, spiel unbedingt mit dem... Sag mal, hallo? Ihr wisst schon, was er geschrieben hatte. Er hat mir einen Zettel hinterlassen, Leute. Ihr wisst schon, was da drauf stand. Guckt das euch unbedingt an, ja? Wo ich mich in der Nacht aufgenommen habe. Der Wächter war da und hat was hinterlassen. Guckt selbst. Und dann sagt mir nochmal bitte, dass ich das spielen soll. Hä? Du kannst doch nicht einfach die Spielregeln ändern. Das ist so, wie als würde ich irgendwie Monopoly spielen und dann ändere ich einfach die Regeln, Mann. Nein, das ist das eine Spiel und das hat seine Regeln. Was ist das? Doch bei dir schon. Bei mir werden neue Spielregeln aufgesetzt, Leute. Warum will er, dass ich unbedingt mitspiele? Warum nicht jemand anders? Warum ich? Aber was ist, wenn ich wirklich es schaffe, den Wächter zu besiegen? Ich habe aber noch nie Dakchi gespielt. Du hast die Nummer angerufen und angeschrieben, das reicht schon. Vom Wächter oder was? Mittlerweile reicht das schon? Hä? Leute, wie ist der andere Spieler da reingekommen? 456, wie ist er nochmal da rein? Er wollte ja mitmachen, ne? Wie ist er nochmal da reingekommen? Musste er zustimmen? Oder war das genauso, Leute? Ja, schon, aber ich habe keine Lust. Ich probiere es mal so. Muss ich spielen? Ich weiß echt nicht, ob ich das kann. Ich habe wirklich das noch nie gespielt, Leute. Das wäre das erste Mal. Ich muss die auch noch selber machen. Was ist, wenn ich da irgendwie... Ich kann nicht gut basteln, Leute. Was ist, wenn ich da noch was falsch mache und dann mache ich die so, dass ich auf jeden Fall verliere? Und dann? Der Typ hat das bestimmt schon 1000-mal gespielt. Vielleicht hat er Mitleid mit mir, wenn ich sage, ich bin schlecht oder so. Er will nicht mich in den Spielen haben, weil ich kann eh nicht lange mitspielen. Ich werde verlieren und dann sind die Spiele nachher vorbei. Und dann hat er ja nichts davon. Keine Unterhaltung mit mir. Er sagt, ich muss. Du wirst Bescheid bekommen. Leute, er bleibt dabei. Er bleibt einfach dabei. Mein Wächter meldet sich, wenn die Spiele beginnen. Ich bin aber so schlecht. Das will man nicht sehen. Es gibt dann keine Unterhaltung für dich. Soll ich ihn mal fragen, wieso er selber eigentlich mitgespielt hat als 001? Wieso hast du eigentlich selber mitgespielt? Mal gucken, was er dazu sagt. Ob er was dazu sagt. Also ich werde auf jeden Fall ihn versuchen anzurufen. Über Videocall oder so, weil über WhatsApp ist er anscheinend erreichbar. Vielleicht können wir ihn nochmal so fragen? Ich weiß, dass Spieler 456 die Spiele verändern wollte, aber das ist unmöglich. Keiner kann meine Spiele verändern. Sie gehören mir. Also wenn er beschließt, die Spielregeln zu ändern, ist es halt seine Entscheidung, Leute. Aber wieso habe ich
ein Shirt mit 400, ich meine, das war 456, ne? Bekommen. Warum habe ich das Shirt bekommen? Eigentlich ist die Nummer doch vergeben. Die Zahl bekommen nur die Auserwählten. Digga, ich will kein Auserwählter sein. Aber was ist mit dem Spieler? Was ist mit Spieler 456? Vielleicht hat er ja auch eine Antwort darauf, weil ich meine, da war ein Cliffhanger, ne? Weil die Spiele gingen ja weiter und da war auch noch dieser Freund von Yang Hee zu sehen. Ganz am Ende die Szene. Hallo, was ist mit ihm? Darf ich das nicht fragen oder was? Hier, ich habe diesen Zettel gefunden. Da ist auch noch ein Herz drauf, Leute. Das ist dieser Freund. Ich habe keine Ahnung, was er genau machen wird, aber ich denke mal, dass er von hinten einen überwacht. Also Yang Hee guckt von vorne, ja. Und der eine meinte am Anfang, dieser Spieler 456, dass von hinten niemand schaut. Und eigentlich kannst du dich da quasi bewegen. Das ist so quasi ein Cheat. Aber jetzt ist er dazu gekommen und ich denke mal, dass er auch irgendwie in den Augen Kameras hat und dann von hinten halt schaut. Sodass, ja, man nicht mehr mogeln kann. Aber was ist das für ein Spiel? Keine Ahnung. Leute, ich kriege irgendwie keine Antworten mehr von dem Frontmann. Vielleicht hätte ich das nicht fragen dürfen? Er will es nicht beantworten. Wisst ihr was? Wir rufen an. Wir rufen über Videocall an. Mal gucken, ob er rangeht. Leute, es klingelt, es klingelt. Ich will nicht zu sehen sein. Hallo, Frontmann, bitte, ich will nicht spielen. Was für ein Passwort? Ich hab keins. Hast du nicht gehört? Ich hab keins. Ich hab kein Passwort. Was für ein Passwort? Leute, er hat aufgelegt, aber was für ein Passwort? Ich brauche jetzt irgendwie ein Passwort, damit ich nicht mitspielen muss. Aber wie lautet das?